Das heißt, Streit schlichten und auch im Umgang mit Konflikten geht es darum zu gucken, welches Bedürfnis steckt dahinter? Was brauche ich denn von diesem Spielzeug? Wie hätte ich es denn gern? Worum geht es mir gerade? Vielleicht geht es mir ja auch um Fairness. Ja, das ist Thema bei den Kindern. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Oh, hallo, schön, dass du heute wieder da bist in Loslassen und gemeinsam wachsen. Heute geht es wirklich um Loslassen und gemeinsam wachsen. Und zwar, wie es bilderbuchmäßig nicht besser sein könnte. Ich werde dich heute zu einem Thema mitnehmen, das du 1000%ig kennst. Selbst die Aussage, ich habe es aber zuerst gehabt, ist wahrscheinlich auch mal auf deiner Zunge gelegen. Es geht heute um den Geschwisterkonflikt, über die Ressourcenknappheit von Dingen und wer als erstes dran ist und überhaupt, warum petzt eigentlich der andere schon wieder den einen an, aus, wie auch immer es sein mag. Ja, Geschwisterkonflikt, darum geht es heute in dieser Frage, die mir auch konkret eine Frau aus dem Mentoring Gemeinsam Wachsen gestellt hat, die ich dir jetzt im Detail erst einmal vorlese. Ich bin mir ganz sicher, du wirst heute ganz, ganz, ganz viele Aha-Momente mitnehmen oder dir denken, ach ja, genau, so mache ich es nächstes Mal. Und ich wünsche dir unbedingt, dass es gut wird, gelingt und du in diesen vielen, vielen hunderten Geschwisterkonflikten oder Kinderkonflikten, die du begleitest, so gut du kannst, die Ruhe bewahrst und dich daran erinnerst, es ist alles okay. Ich schicke dir herzliche Grüße und wünsche dir viel Freude heute hier in dieser Episode. Was kann ich machen, wenn meine Kinder streiten? Das klassische Beispiel von, ich habe es zuerst gehabt, nein, ich hatte es zuerst und wie gehe ich auch mit dem Petzen um? Also der eine hat das gesagt, der andere hat das gesagt. Ah ja, Geschwisterkonflikte, liebe Bettina. Geschwisterkonflikte in dem spezifischen Fall hier, ich habe es zuerst gehabt, wo es letztendlich um die Ressource Spielzeug geht. Was könnt ihr da tun? Was könnt ihr da machen? Die erste Frage ist, bist du allein im Streit schlichten? Vermutlich, denn Kinder streiten viel grundsätzlich. Und es ist auch gut, dass sie streiten. Ich würde mir eher Sorgen machen, wenn eben kein Zanken zu Hause vorhanden ist, sondern dass sie sich auch eben auseinandersetzen. Denn der Konflikt ist notwendig, dass wir uns selbst erkennen, dass wir selber spüren, wo unsere Grenzen sind. Und die Kinder natürlich auch feststellen, wo sie sich in der Familie befinden, wo sie sich auch differenzieren vom anderen, dass sie ihr eigenes Ich letztendlich kennenlernen. Wie kannst du mit dem Streiten umgehen, wenn sie dann kommen, ich habe es zuerst gehabt und so und tralala. Deine Aufgabe ist es, ein Moderator zu sein, letztendlich ein Emotionscoach zu sein. Deine Kinder beide wahrzunehmen und zu sehen mit ihrem Anliegen, das sie da haben, mit dem ich habe es zuerst gehabt. Lass beide sprechen, hör ihnen einfach zu, erzähl mir mal, worum es jetzt da geht. Ja, um welches Spielzeug geht es denn, Ben? Und Fabian, was wolltest du denn jetzt mit dem Spielzeug machen? Ben, was wolltest du mit dem Spielzeug machen? Konfliktlösung ist das, wo jeder das bekommt, was er braucht, wo wir eine Win-Win-Situation am Ende des Tages eben geschaffen haben. Zum Beispiel, wenn sich zwei Geschwister um eine Orange streiten und es gibt nur eine, also es gibt nicht das Spielzeug zweimal, es gibt die Orange in diesem Fall nur einmal, dann ist eine Lösung, dass man sagt, okay, kriegt halt jeder die Hälfte. Aber vielleicht sind die damit nicht glücklich. Denn erst wenn wir herausfinden, als Moderator, als Emotionscoach innerhalb dieses Konfliktes, wenn wir herausfinden, dass das eine Kind eigentlich nur den Saft möchte, der Orange, und das andere Kind möchte eigentlich nur die Schale, weil es die Zesten haben möchte für das Spiel, wo Kuchen gebacken wird zum Beispiel.
dann bringt es beiden Kindern eigentlich nichts, die Orange zu halbieren und zu sagen, okay, der eine kriegt das, der andere kriegt das. Das heißt, Streit schlichten und auch im Umgang mit Konflikten geht es darum zu gucken, welches Bedürfnis steckt dahinter, was brauche ich denn von diesem Spielzeug? Wie hätte ich es denn gern? Worum geht es mir gerade? Vielleicht geht es mir ja auch um Fairness, ja, das ist Thema bei den Kindern. Bei der Orange geht es eben bei dem einen drum, den Saft zu haben und beim anderen die Schale zu haben. Und dieses Herausfinden, worum es wirklich geht, das ist das, was du dann als Moderator machst im Geschwisterkonflikt. Das Fragen stellen, jeden Wort zu Wort kommen zu lassen, beschreiben zu lassen, was gewesen ist, wofür er was braucht, miteinander Lösungen zu suchen. All das ist letztendlich die Aufgabe des Mediators, Moderators bei Geschwisterkonflikten. Zu dem zweiten Teil, wie gehe ich denn mit den Petzen um? Da ist die Frage, was ist Petzen denn eigentlich? Petzen ist für mich letztendlich etwas, wenn die Kinder kommen und mir was sagen, was eine Information ist, die ich eigentlich nicht brauche und wo ich den Sachverhalt auch gar nicht ändern kann. Letztendlich ist es eine Information, die gar nicht notwendig ist für mich. Die Frage steckt auch wieder dahinter, was braucht das Kind, das petzt? Worum geht es dem Kind? Welches Bedürfnis hat das Kind, das quasi da zu mir kommt und mir was berichtet, was eigentlich die Situation nicht verändert? Was braucht dieses Kind gerade? Möchte es erwachsen sein? Ist Fairness wichtig und Gerechtigkeit? Hat es irgendwie Rachegefühle mit dem eigenen Bruder, Schwester, Geschwisterchen und muss es jetzt irgendwie zutage bringen? Braucht es Aufmerksamkeit? Möchte es gesehen werden? Möchte es geliebt werden dafür, dass es quasi versucht, dem Thema Gerechtigkeit gerecht zu werden? Also was steckt da dahinter? Und du kannst auf Petzen reagieren, indem du zuhörst, indem du eben respektvoll mit dem Kind umgehst, das dann da quasi petzt und sagst, weißt du, vielen Dank für deine Information. Und vielleicht auch mal in den Arm nimmst und einen Kuss auf die Stirn klebst. Und dann ergibt sich das mit dem Petzen mit der Zeit. Es kommt dann einfach nicht mehr, weil eben die Funktion des Anschwärzens, das wir ja damit eigentlich so in uns spüren, einfach nicht mehr relevant ist. Und gleichzeitig geht es natürlich auch darum, dann das Bedürfnis, das das Kind hat, das petzt, zu sehen und zu schauen, was steckt da dahinter und wie kann ich dieses Bedürfnis letztendlich bei diesem Kind erfüllen oder helfen zu erfüllen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Eine Frage, die ich außerdem immer wieder bekomme, ist: Manuela, was kann ich machen, konkret, damit mein Kind selbstständig und unabhängig wird? Hier lade ich dich herzlich ein, auf meiner Seite sprachzeichen.de/mit-kindern-sprechen vorbeizuschauen, denn hier findest du meine Vorträge, meine Masterclasses zu unterschiedlichen spezifischen Einzelthemen. Eine davon ist, ich kann das, wie dein Kind selbstständig und unabhängig wird. In diesem Vortrag geht es vor allem um die 4 Kernbausteine, die Eltern ihren Kindern mitgeben können, damit diese frei werden, sich eigenständig und unabhängig entfalten können, nämlich emotionale Sicherheit, Freiheit, Vertrauen und Authentizität. Wenn dich also diese Fragen quälen, wie kann ich mein Kind unterstützen, Lösungen zu finden, wenn es alleine draußen unterwegs ist, dass es gut alleine zurechtkommt? Wie fördere ich die Selbstständigkeit bei meinem Kind? Wie kann ich Verantwortungsbewusstsein meines Kindes schulen? Und ja, welche Rolle spielt dabei auch das große Thema Vertrauen? Dann schau doch hier unbedingt mal vorbei. Ich kann das, wie dein Kind selbstständig und unabhängig wird, ist mein Vortrag, meine Masterclass, die du 12 Monate zur Verfügung hast, alle Folien downloaden kannst und außerdem ein Gutschein bekommst in der Höhe von 97 € der Masterclass, die du dann innerhalb der nächsten 6 Monate für ein Einzelcoaching oder natürlich auch für mein Gruppenprogramm Gemeinsam wachsen anrechnen lassen kannst. Wenn auch du mal eine Frage stellen möchtest, dann komm am besten auf meine Warteliste von Gemeinsam wachsen, meinem 12-wöchigen Mentoring-Programm von der Wut zu Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das findest du unter sprachzeichen.de/gemeinsam-wachsen-Warteliste.
Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.